Hallo Blasterfreunde, ich bin's, euer Dan von Blaster Parts. Heute mal mit der Double Punch. Das ist ein Riesengerät von Nerf mit 2 Läufen und 2 Magazinen. Gucken wir mal, was es kann. Auf der Packung steht, wir brauchen hier Doppel-A-Batterien und ungewöhnlich für Nerf ist auch die 50 Darts, die hier enthalten sind. Da haben sie mal nicht gegeizt. Und 2 Magazine. Na dann, machen wir sie mal auf. Und los geht's. Oh, mit Heißkleber. Oh, hier wollten sie es aber echt wissen. Hier ist auch Heißkleber. Alter. Also wenn das mal nicht der am sichersten verpackte Blaster überhaupt ist. Mit Heißkleber zugeklebt. Also das Ding wollte Hasbro wirklich in der Schachtel haben. Was haben wir hier drin? 3 Packungen mit Darts, schon ziemlich viel. Die üblichen Anleitungen und Sicherheitshinweise. Aber das richtig Interessante ist halt der Blaster hier. Sehen wir schon 2 Magazine. Und 2 Läufe, auf die bin ich besonders gespannt, wie die sich hinterher verhalten. Übliches Gemdoor, falls sich irgendwas verkeilt. Aber da das hier ein Flywheeler ist, haben wir auch ein Batteriefach hier hinten. Da müssen wir gleich mal Batterien reinmachen. Ja, besonders gut gefällt mir hier dieser durchsichtige Teil. Die Doomlens-Serie hatte sowas auch schon. Das fand ich damals auch schon klasse. Da kann man super sehen, wie die Mechanik funktioniert. Und hier gibt es wirklich viel zu sehen. Und ich habe schon mal einen Blick reingeworfen. Deswegen nehme ich mal kurz die Magazine hier raus, um euch das besser zu zeigen. Und mache das Gemdoor auf. Richtig spannend sind halt hier diese beiden Läufe. Die bewegen sich mit dem Abzug. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier sind die beiden Pusher. Die schieben abwechselnd den Dart in die Flywheels. Also sehr spannend. Das Einzige, was dem Blaster jetzt noch fehlt, sind die Batterien. Also rein damit. Hier mit so einem Philips 1er können wir jetzt das Batteriefach öffnen. Da kommen jetzt 4 Doppel-A-Batterien rein. Das ist relativ klassisch für Nerf Blaster. Wobei, wenn wir uns an die Rapid Strike erinnern, da kamen ja die großen C-Zellen rein. Das ist der Blaster nicht ganz so schwer, ist auch nicht schlecht. Boing, schneiden wir alles raus. Klingt schon ein bisschen nach Düsenjet mit Startschwierigkeiten, aber wir gucken mal, wie die Darts sich verhalten. Kommen wir dann jetzt mal zu den Darts. Davon gibt es ja genug bei diesem Blaster. Mein übliches Behältnis ist leider irgendwo im Regal verschwunden. Ich konnte es gerade nicht finden, aber ich habe mir von anderer Korde einfach mal so ein Eimerchen geliehen. Da ist noch was drin, das muss noch raus. Und ab geht's mit dem Dart. Wieder Elite 2.0 übrig in 2 Farben. Hier war jetzt eine Farbe. Dann ist hier wahrscheinlich auch noch mal eine Farbe. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Magazine. Zack. Zack. Aber mich interessiert, warum war der jetzt eigentlich vorhin so laut und so komisch? Warum klingt der so? Ach, schaut euch das an. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier innen drin, ich dachte zuerst, da wären 2 Motoren, also 4 Motoren und 2 Flywheels verbaut pro Seite, also insgesamt jeweils 4. Aber es ist ein fettes Flywheel für beide Läufe. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist ja spannend. Ein dickes Flywheel, 2 Läufe. Kommen wir mal zu den Magazinen. Da hat sich Hasbro auch ein bisschen was einfallen lassen. Die werden jetzt einteilig hergestellt. Hier könnt ihr sehen. Das heißt, die werden so gegossen und dann zusammengesetzt. Finde ich gar nicht schlecht. Sind jetzt ein bisschen weicher als vorher, aber solange sie Darts und Blaster halten, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also, ab geht's. Und natürlich richtig rum die Darts rein. So, zack. Oh. Also dafür, dass das nur ein fettes Flywheel ist, hat es ganz schön Schwung. Geht gut ab, das Ding. Also ich muss sagen, das war jetzt überraschend gut. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der so eine schnelle Schussfolge halten kann, ohne dass die Darts an Energie verlieren. Also ich glaube, die Idee mit diesem einen fetten Flywheel ist gar nicht schlecht. Ja, mal gucken, was das Kroni dazu sagt. Falls ihr den Kanal unterstützen wollt, gebt mir ein Like und betätigt das Glöckchen. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Kroni ist aufgebaut und los geht's. Ha, wie ihr gesehen habt, immer ein Doppelschuss. Also, Kroni sagt uns jetzt hier etwas über 60 FPS.
mit Ausreißern, nein, keine großen Ausreißer, aber mit einem Maximalwert von 68% FPS natürlich, nicht Prozent. Also, ziemlich cooles Teil, leistungstechnisch überraschend, vor allem wegen der komplizierten Technik. Und es ist super befriedigend, einfach immer diesen Doppelschuss zu machen. Sehr geil. Bei dem Blaster ist der Name Programm, also Double Punch kommt auf jeden Fall hin. Sehr modern gehaltener Blaster, sieht hier vorne auch ein bisschen futuristisch aus mit diesem offenen Maul, nenne ich es mal. Wie ich schon gesagt habe, äußerst befriedigend, immer 2 Schüsse abzugeben. Der Griff ist ziemlich gut, auch für meine großen Hände. Magazinauswurf ist relativ einfach zu bedienen, aber ich will euch mal hier das nicht vorenthalten. Also, das hier ist der Endgegner. Also ziemlich cooler Blaster. Alle Magazine werden hier passen. Trommeln natürlich nicht, da ist kein Platz. Aber hier, diese 22er Magazine sind schon ziemlich gut. Leider keine Anbauschulterstütze, aber dafür haben wir hier eine Rail. Und unter der Rail können wir auch ein paar Darts reinstecken. Für den Notgroschen sozusagen. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Video.